So ein paar leckere, heiße Knusperklingel. Klingel, ne Klingel, nicht Klingel, ne, Leute? Das ist doch echt ein Gedicht. Und dazu brauchen wir heute ein paar kleine Backpapierzuschnitte. Und wozu wir die genau brauchen, das seht ihr dann später. Ich kriege ja von euch immer noch Nachrichten, dass ihr euch nicht an den Brandreich rantraut. Aber der ist ja echt traut. Brandreich heißt Brandreich, weil sich der Waltraud nicht rantraut. Also ein Mann. Und dazu hauen wir uns jetzt erstmal Wasser in den Topf, weil der ist echt easy. Dann eine Butter mit rein. Batsch. Ohne Kleckern geht's hier wieder nicht bei der Joanna. Wie immer, Himmel auf Zeit. Dann brauchen wir noch ein bisschen Vanillezucker, normale Zucker und natürlich eine Prise Salz. Das soll man ja nicht vergessen. Das habe ich letzte bei den Krapfenschnitte vergessen, Mensch. Das könnt ihr aber natürlich noch dazu tun. Gibt immer ein extra tolles Aroma. Und das Ganze rühren wir jetzt schön um und kochen es ein bisschen auf. Und das dauert hier noch ein kleines Stückchen. Und dann tun wir uns jetzt mal inzwischen schon mal das Mehl sieben. Und ihr müsst auch keine Angst haben vor dem Namen Brandreich, weil der soll ja nicht verbrennen und der verbrennt auch nicht, den muss man bloß ein bisschen abbrennen und da entsteht unten so eine kleine weiße Schicht und das seht ihr jetzt gleich. Und jetzt kocht es hier schon auf, ne? Und dann schütten wir gleich das Mehl komplett rein und rühre es mit unter. Und feste rühre, bis so ein kleiner Klumpen entsteht. Und unten setzt sich dann so langsam das Mehl ein bisschen ab und dann ist er fertig. Seht ihr da die Schicht? Und jetzt ist es fertig, da können wir das Klümpchen jetzt mal rausnehmen und hauen. Oh Gott, das ist typisch die Joanna. Das ist mir runtergefallen. Das kann ich jetzt vergessen, dann werden es halt ein paar Kringelchen weniger. Menschenskinder, das ist immer irgendein Chaos bei mir, das gibt's gar nicht. Weil jetzt muss der Teigklumpen nämlich eigentlich in die Maschine zum Abkühlen. Aber dass das bei mir wieder nicht hinhaut, ist ja klar. Und jetzt gibt's da noch einen ganz tolle Tricks. Ich habe hier nämlich mein Grillthermometer, das brauchen wir eh später fürs Öl. Und da testen wir jetzt einfach mal die Temperatur von der Teig, ne? Weil der darf nämlich nicht heißer sein als 50 Grad, weil sonst gerinne nämlich der Eier, ne? Jetzt guckst du mal hier, was haben wir da? 47? Das passt, 50? Na, gerade so, ne? Dann würde ich schon mal sagen, wir rühren es noch ein bisschen, dass es wegen kühler wird. Und dann können wir so nach und nach die Eier rein tun. So, dann stelle ich mal schon mal mein Öl darüber, ne? Hänge ich dann mein Thermometer wieder rein, weil da braucht man nämlich die genaue Temperatur, dass es auch hier haut, weil da habe ich nämlich gestern schon das benutzt, habe ich nämlich schon noch mal welche gemacht, die waren auch fix, fahren die weg. Schau, guck mal da rein, der zieht sich jetzt so richtig schön glatt und so muss er dann auch sein, ne? Einmalig, so richtiger, babbiger, ziechiger Teig und da ist er richtig, guck mal, das klebt auch ein bisschen, ne? Und dann füllen wir uns den ganzen Teig in so einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle und den stellt ihr euch am besten in so einen Messbecher rein, da kann nämlich nichts umkippen. Und jetzt kommen auch schon unsere kleinen Backpapierzuschnitte zum Einsatz. Die tun wir uns vorne und hinten ein bisschen einölen, die haben so 10 x 10 cm, weil wenn wir das nämlich nicht machen und unsere kringelige Spritze, dann verrutscht das nämlich, gell? Und hier hinten habe ich schon mein Grillthermometer reingehängt ins Öl, weil das sollte nämlich 185 Grad maximal haben, nicht mehr, damit die so richtig schön goldbraun werden. So, eingült ist alles und jetzt spritzen wir uns die Kringelchen und zwar so ungefähr 7 cm Durchmesser, so einmal schön drumrum und gucke mal und noch eine zweite Runde, wie schön das hält und nix rutscht. Ach, schaue die schön aus. Und jetzt packen wir es am Eckle und hauen es dann kopfüber ins Öl und jetzt schau dir mal, was da passiert und pro Hälfte 4,5 Minuten. Weil da löst sich jetzt nämlich dann das Papierchen von ganz allein. Schau da halt, dass er mit der Temperatur so ungefähr immer bei 180 Grad bleibt. Da eignet sich das Grillthermometer total super. Ich verlinke euch ja mal alles unten in der Videobeschreibung, weil sonst werden die zu schwarz oder sind dann zu hell und dann sind sie nicht durch. Bisschen auf die Küchenkrepp abtropfen lassen und dann kommen schon die nächste rein. Jetzt schau doch mal hin, sind die nicht herrlich? Und da muss ich mir jetzt schon mal schnell einpudern, weil das mache ich ja sonst nicht, aber den muss ich jetzt unbedingt probieren. Schau doch mal daher, die Konsistenz. Ach, einmalig. Müsst ihr unbedingt probieren. Ciao, macht's gut.